Ihr seht schon, hier liegt ein bisschen Werkzeug rum. Hier ist auch eine Schale mit Öl. Das bedeutet, ich werde heute versuchen, den Motor im Video zu starten. Ich gehe hier wieder vor wie bei der XT500. Ich werde ein bisschen Öl in den Motor einfüllen. Den Rest werde ich hier oben in den Rahmen einfüllen. Im Handbuch steht, nach einer Motorrevision soll man 2,5 Liter Öl verwenden. Und das werde ich natürlich auch machen. Und die Ölleitung habe ich natürlich vorher voll gefüllt und drüben auch in den Ölfilter was reingemacht. Habe es durchgedrückt mit den Spritzen hier, dass so möglichst gar keine Luft drin ist. Hier auf der Seite muss man dann ja auch noch entlüften. Und hier oben steht jetzt schon das Öl drin. Ich kann hier meine Taschenlampe holen. Da könnt ihr das ein bisschen sehen. Steht schön drin. Bis jetzt ist auch noch alles dicht, das ist ja schon mal gut. Hier an der Ölschraube, da kommt nichts raus. Der Motor ist am geteilten Bereich auch trocken. Sieht soweit alles gut aus. Hier am Ölfilter auch. Hier habe ich auch noch Öl reingetan. Und ich drehe das Ganze mal dann ein paar Mal durch. Die Zündkerze habe ich ja rausgeholt. Ja, wenn das Öl jetzt alles drin ist, ein kleines bisschen brauche ich noch, dann trete ich den mal durch, gucke mal, wie sich das alles anfühlt und dann prüfe ich, ob ein Zündfunke kommt. Und danach werde ich schon Sprit einfüllen und dann den Motor starten. Ich bin auch mal gespannt, wie sich der Auspuff anhört, weil hier ist ja leider kein DWI-Liter drin, den muss ich noch einbauen. Aber das ist jetzt erstmal Nebensache. Erstmal muss der Motor laufen. Jetzt komme ich zum Zündfunken. Das ist ja hier ganz praktisch, den lege ich da schön hin. Vorher muss ich natürlich noch die Zündung anmachen. Funktioniert alles schön. Wenn ein Funken kommt, ist gut, weil dann habe ich es auch mal richtig verkabelt. Wenn kein Funken kommt, dann kann es natürlich hier verschiedenste Sachen sein. Das wird dann kompliziert. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Ich habe mir ja Mühe gegeben und dann muss das alles funktionieren. Ich zoome mal ein bisschen. Und jetzt trete ich mal durch und dann gucken wir mal, ob ein Funken da ist. So, ihr habt es gesehen, Funke ist da. Wenn Funke da ist, brauche ich nur noch ein bisschen Sprit. Und dann müsste es eigentlich irgendwie explodieren. Also irgendwie müsste es funktionieren. Und dann muss der Motor noch Öl haben und dann läuft er eigentlich. Und dann gibt es ja nur dieses kleine bisschen Feintuning, aber das ist ein anderes Thema. Das ist jetzt nicht so wichtig. Erstmal muss er laufen. Jetzt schraube ich hier noch die kleinen Deckel drauf, wo man die Ventile einstellen kann. Ich hatte die ab, weil ich da Öl eingefüllt habe. Also ich habe dann knapp einen Liter eingefüllt. Bei der XT500 kann man es hier schön einfüllen, weil da diese Plastikverschraubung ist, also dieser Deckel. Aber hier ist auch gut, weil dann läuft es schön durch den Motor einmal durch. Und dann ist hoffentlich überall erstmal Öl, wo man es braucht am Anfang. So, und am besten jetzt nichts da reinschmeißen. Sonst kann der Motor wieder auseinandergebaut werden, wenn da irgendwie ein Kleinteil reinfällt. Und diese Schrauben solltet ihr auch nicht zu feste anziehen. Gibt es ein vorgeschriebenes Drehmoment. Das solltet ihr auf jeden Fall berücksichtigen. Jetzt noch den hinteren Deckel schnell festschrauben. Überall einfach Öl rein. Okay, hier ist auf jeden Fall jetzt genug Öl drin. Jetzt kommt so langsam die Luft da raus. Drehe ich jetzt erstmal hier die Schraube kurz drauf. Und das muss nachher noch entlüftet werden. Ja? Ja? Geht die Klingel nicht mehr? Ich hätte Hunger, ja? Nee, ich komme. Geht noch die Klingel. Jetzt kommt das Benzin rein und dann trete ich den ganzen Eimer mal durch. Wünsche mir Glück, dass er gleich gut anspringt. Hier habe ich noch den Entlüftungsschlauch drauf gemacht, um das Öl direkt hier ins Dippchen zu leiten. So, das Benzin hängt auch schön. Ich mache jetzt mal auf und schaue, was passiert. Vielleicht fließt was durch, vielleicht fließt was nicht durch. Vielleicht läuft der Vergaser über. Bis jetzt passiert erstmal gar nichts. Scheiße. Ich habe das jetzt mal voll gefüllt, um zu testen, ob dieser Messingstab, der hier drin ist, der ist ja hier für diesen Überlauf verantwortlich, ob der vielleicht nicht richtig hier im Gehäuse drin sitzt und vielleicht eine Undichtigkeit da ist. Aber das sieht aus, als wäre es dicht. Also muss es hier oben drüber kommen. Das bedeutet, irgendwie schält der Schwimmer nicht ab und dann läuft es natürlich rüber. Also muss ich mich jetzt mal um den Schwimmer kümmern. Also hier ist jetzt der Schwimmer, der hoch und runter geht und der dann das zulaufende Benzin stoppt, wenn er nach oben geht. Das funktioniert auch, wenn ich hier reinpuste, dann hört man das auch, dass er dann aufhört. Könnte sein, dass der Schwimmer hier da unten dieses Teil ein bisschen verbogen ist und dass er dann vielleicht zu spät schließt, dass er gar nicht so hoch kommt.
und das dann schon überläuft vorher. Deswegen werde ich das jetzt mal hier rausholen, diesen Schwimmer, und das ein bisschen hochbiegen, und ich gucke auch, ob diese Nadel oder wie auch immer das Ding heißt, ob das irgendwie vielleicht ein bisschen undicht ist. Also ich hole jetzt den Schwimmer raus und biege das mal ein Stückchen hoch und gucke mal, ob er dann früher schließt. Aktuell schließt er halt irgendwo hier erst. Also ich biege jetzt diese Lasche hier, die biege ich ein bisschen nach oben. Es könnte sein, dass die ein bisschen zu flach ist, dass mal jemand zerstört hat beim Zerlegen oder Reinigen. Und dadurch schließt er dann natürlich auch früher. Das Ding hat ja auch noch hier unten so einen kleinen Federpin, also ist nicht so schlimm, wenn es dann ein bisschen früher schließt. Es muss natürlich nur so viel sein, dass auch Benzin nachkommen kann. So, jetzt kommt wieder das Ding hier rein. Das hält auch ganz schön mit dieser Feder. Und jetzt baue ich es wieder ein. Jetzt teste ich, wie hoch der Schwimmer kommen muss, bis es wieder verschließt. Also deutlich weiter unten. Es könnte sein, dass er vielleicht jetzt sogar einen Ticken zu früh schon schließt, aber das probieren wir dann einfach mal aus. So, jetzt kommt wieder der Deckel unten drauf. Man muss auch nicht den ganzen Vergaser dafür ausbauen. Ihr seht, das kann man auch schön von hier unten so machen. Und jetzt kommen die 4 Schrauben rein. Und wenn die Schrauben dran sind, dann werde ich das Ganze nochmal mit Benzin befüllen und gucken, ob es noch überläuft. Nicht zu feste anziehen, weil wenn die rund sind, ja, dann muss man sich wieder was einfallen lassen. So, jetzt tue ich das mal hier oben nur so ein bisschen rein. So, und hier ist der Schlauch natürlich, den stecke ich jetzt unten wieder in den Kanister rein und dann fülle ich mal was rein und gucken. Dann seht ihr gleich, ob hier was rauskommt, ob es repariert hat oder ob alles wieder im Arsch ist und ich nochmal irgendwas machen muss. So, Benzin ist drin und jetzt wird das hier oben wieder angesteckt. Ich gehe mal kurz nach hinten. Jetzt sieht es gut aus. Es wird auch weniger im Behälter oben. Es scheint so, als würde es jetzt funktionieren. Der Pegelstand bewegt sich jetzt nicht mehr. Und es kommt auch nichts aus dem Schlauch raus, aus dem Überlauf. Das sollte jetzt so in Ordnung sein, das Ganze. Da habt ihr jetzt wieder gesehen, das ist eine ganz kleine Sache gewesen, aber dadurch hat das Ganze nicht funktioniert. Man musste auch nichts neu kaufen, ein bisschen nachdenken und justieren und jetzt funktioniert alles super. Also der Motor hat jetzt alles, was er braucht, Öle und Sprit und Funken. Und jetzt werde ich mal den Motor schnell noch auf OT bringen. Und dann werde ich ihn einfach mal antreten. Den Choke mache ich noch rein, dann mache ich die Zündung an. Kommt jetzt der Moment der Wahrheit. Hat schon mal geknallt. Ich habe jetzt schnell den Luftfilter abgenommen, der war ein bisschen abgesoffen, deswegen kicke ich jetzt nochmal. Ah, das ist laut. Jo, der Auspuff, der dämmt gar nicht.